Ja, herzlichen Gruß aus dem M-Studio hier in Garching an Oliver Lindstedt und alle Teilnehmer des Events am Nürburgring vom 1er M-Register. Das ist eine klasse Initiative, die ihr da gestartet habt. Ich bin ja auch Mitglied, kann leider nicht dabei sein, aber freue mich unheimlich, dass ihr das zustande gebracht habt. Dieses wunderschöne Auto ist in die Annalen eingegangen als Projekt Pyrat mit Y, als ungestümes Auto und ungestümes Projekt. Es hat alles begonnen am 6. Mai 2009. Da habe ich am Morgen erfahren, dass ich die M GmbH als Chef übernehmen darf. Einige Tage später war ich schon hier im M-Studio in der M GmbH und habe alle Mitarbeiter zusammengerufen und habe mich vorgestellt. Dann kam plötzlich aus dem Publikum die Frage: Herr Segler, sind Sie hierher gekommen, um die M GmbH aufzulösen? Ich war im Schock. Ich wusste nicht, das zu erklären, wie so eine Äußerung überhaupt kommt. Die M hatte sich aus der Sicht der Mitarbeiter vielleicht ein bisschen entfernt nach oben. M5, M3, alles Autos, die sich der junge Enthusiast nicht mehr leisten kann. Und die Mitarbeiter wollten etwas unten drunter haben, unter dem M3, was erreichbar ist für die Enthusiasten. Könnte man ein M machen auf Basis eines 1ers? Geht das? Wir nehmen einfach mal einen 1er, bauen einen starken Motor rein, machen das Fahrwerk ganz hart, verändern die Gewichte so ein bisschen, dass er agil wird und fahren einfach Test. Das haben wir in Aschheim gemacht und hatten noch ein paar andere Profis dabei und die haben gesagt, das könnte was werden. Dann kam eine lange Pause von 3-4 Wochen. Ich bin in Urlaub gegangen und kam zurück und Herr Polczak, damals Leiter des Musterbaus, hat gesagt: Herr Segler, wir wollen Ihnen was zeigen. Ich bin reingegangen und was stand da? Ein 1er M, so fast wie dieser hier in Orange. Ein wunderschönes Auto. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Ich konnte nicht mehr richtig sprechen und habe sinngemäß gesagt, wer dieses Auto nicht versteht, der versteht kein M. Ich werde kämpfen für das Auto, egal, koste es, was es wolle. Dann haben wir gesagt, jetzt nur noch vorwärts. So, von der langen Liste von dem, was wir nicht hatten, hatten wir eigentlich eins abgehakt. Das war das Design aus dem Musterbau. Wir haben gesagt, das passt. Ich bin dann in den Vorstand gegangen und hatte Unterstützung von der ersten Minute an. Im Prinzip go. Wir haben gesagt, das muss ein Auto sein, was wild ist, was erreichbar ist. Wir haben gesagt, roundabout 50.000 Euro, mehr darf es nicht kosten. Es soll ein Auto sein für Kunden, nicht für irgendwelche Museen. Die technische Ausrichtung war dann relativ schnell klar. Wir haben den 1er etwas weiter machen müssen, damit das M3-Fahrwerk drunter passt. Und der N54 als Motor war super geeignet. Ein Vierzylinder wäre zu klein gewesen und zu schwach und ein Achtzylinder wäre einfach zu schwer gewesen. Technisch hatten wir die Idee. Wirtschaftlich haben wir dann gesagt, und auch zeitlich, Fokus, Fokus, Fokus. Alles, was wir beschränken können, das machen wir. Nur 3 Farben, nur ein Getriebe, keine Sonderausstattung. Nur so geht es. Und damit sind wir dann losgelaufen. Das Entwicklungsteam, das war eine Mannschaft, die war untrennbar mit dem Projekt verbunden und die hat Tag und Nacht an dem Projekt gearbeitet. Aber eins fehlt natürlich, das ist die Produktion. Wo sollte das Auto produziert werden? Und da waren 2, 3 Anrufe und ein ganz klasse Werksleiter in Leipzig, der gesagt hat, ich mache das. Ich will, dass dieses Auto das Licht der Welt erblickt und ich werde das Auto in meinem Werk Leipzig produzieren. Und damit letztendlich haben wir den Durchbruch erreicht. So, jetzt vielleicht eine von vielen Anekdoten, die für mich unvergesslich ist. Wir hatten keine Presseveranstaltung geplant und haben dann gesagt, was können wir tun? Wir hatten in Ascari eine Veranstaltung für den M3 GTS und da haben wir gesagt, da fahren wir das Auto runter, das allereinzige und erste Auto, was wir vorstellen können. Werk Leipzig hat alles fertig gemacht. Wir hatten aber Probleme mit der Logistik und die Veranstaltung begann in 25 Stunden. Ein Herr Bründel, der für uns gearbeitet hat, der hat gesagt, koste es, was es wolle, ich nehme das Auto, so eins, nur in einer anderen Farbe und fahre da persönlich einfach runter. Hat sich bei seiner Familie abgemeldet
und ist runtergefahren ohne Pause. Und dann ist er angekommen, eine halbe Stunde bevor die Presseveranstaltung begonnen hat. Das war legendär. Er war fix und fertig und wir waren glücklich, dass das passierte. Das ist ein 1er M, das ist mein wunderschönes 1er Fahrzeug. Der hat ja nicht eine von den 3 Farben. Wie kommt denn das überhaupt? Das Werk Leipzig hat ganz am Schluss gesagt, lass uns mal 4 Autos bauen in Individualfarben, weil wir sind als Werk nicht in der Lage, individual zu lackieren und wir wollen das versuchen. Einer gab es in Gelb, eine in Java-Grün und 2 in Monte Carlo Blau Metallic. Und so ist das dann entstanden, dieses Fahrzeug, das werde ich nie wieder hergeben. Dieses Projekt wäre ohne ein starkes Team, was Tag und Nacht gearbeitet hätte, nicht möglich gewesen. Ich habe daraus gelernt, wenn man etwas nicht erreicht hat, dann hat man es nicht gewollt. Und wir haben dieses Auto gewollt und wir haben es erreicht. Nicht für uns, sondern für die Kunden, für alle, die jetzt am Nürburgring sind und für die 6.330 Kunden weltweit, die begeisterte Fahrer und Enthusiasten vom 1er M geworden sind. Vielen Dank.